Und schön, dass du es einrichten konntest. Da wird sich Sebastian sicher freuen. Klar, die Hochzeit meines Cousins lasse ich mir doch nicht entgehen. Wie lange willst du denn bleiben? Ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht genau. Ach, warum sollte sich unser Kleiner auch festlegen? Jedenfalls willkommen zu Hause. Danke. Ja, dann können wir jetzt ja unser Dessert beenden, nicht wahr? Was gibt's denn Neues? Ich habe Ansgar die Leitung der Holding übergeben. Aha. Nur damit du Bescheid weißt. Ach, das interessiert Konstantin noch nicht. Warum sollte er sich darüber Gedanken machen, wer sein Luxusleben finanziert? Der hat Wichtigeres im Kopf als Geld. Ganz im Gegensatz zu dir. Du nimmst es mir also nicht übel. Und wenn ich es doch tue? Nein, nein, nein. Schwiegermama, das war genau die richtige Entscheidung. Das wird sich zeigen. Weißt du was, Schatz? Mir fällt ein, wir haben noch gar nicht richtig gefeiert. Komm, wir gehen nach oben. Das ist eine hervorragende Idee. Ich wünsche noch einen schönen Abend. So, nun aber genug von Geschäften. Will vielleicht jemand noch einen Espresso? Ich glaube nicht. Sag mal, hast du eine Idee, was wir Sebastian und Lydia zur Hochzeit schenken können? Ich weiß es auch noch nicht. Lass uns drum quatschen. Nein, wenn mich jemand gesehen hätte. Prinzessin Luise von der Stilikone zum Schmuddellook. Oh. Na, raus aus den Klamotten. Rein in die gute Stube. Das ist echt super nett von euch. Kein Problem, aber wann willst du das bitte alles trinken? Keine Ahnung. Es ist wohl die Macht der Gewohnheit. Außerdem kann es sein, dass Gregor schneller wieder da ist, als wir alle denken. Der ist bestimmt mit Luise nach Waldensteig getürmt. Wenn er nicht sogar Fürst wird. Na, ich weiß nicht. Die beiden fliegen wahrscheinlich schon zusammen in den Sonnenuntergang. Ja, stell die Kisten am besten da hin. Den Rest schaffe ich schon allein. Tschüss. Ciao. Hey, wollte nur mal sehen, ob du mein Zimmer schon untervermietet hast. An euch? Stundenweise, wenn ihr wollt. Hey Jungs, kommt doch mal her, schnell! Als ob ich es nicht geahnt hätte. Hab ich jetzt nicht gelassen. Hey, Alter! Und trotz der Renovierung war das Armband noch am gleichen Ort? Ja, ihr habt euch wirklich ein gutes Versteck ausgesucht. Vielleicht sollen hier noch mehr vergraben. Ja, vielleicht geht ihr doch mal auf Schatzsuche. Schatzsuche? Du gehst auf Schatzsuche? Hoffentlich ganz weit weg. Mach dir keine Hoffnung, Carla. Ich bleib hier. Schließlich muss die Holding ja mal auf Vordermann gebracht werden. Dann halte ich da lieber raus. Wo wir gerade davon sprechen. Ich gehe davon aus, dass ihr morgen alle erscheint. Wo denn? In der Holding, selbstverständlich. Wo sonst? An meinem ersten Tag als Geschäftsführer dort werde ich mein Credo verkünden. Dafür solltest du übrigens Eintritt verlangen. In der Tat, ein historischer Moment. Ich dachte eher an den Unterhaltungswert. Aber das geht doch nicht. Sebastian heiratet morgen. Tja, dann wirst du dir wohl überlegen müssen, ob du es riskieren möchtest, deinem zukünftigen Chef vor den Kopf zu stoßen. Hallo, mein Bruder heiratet. Ist ja wohl wichtiger. Tja, wie gesagt, ich gehe dann davon aus, dass du morgen erscheinst. Du kannst mich mal. Leute, bin ich froh, wenn ich endlich in Boston bin. Mann, Mann, Mann. Tja. Ja, und was ist mit euch? Was ist euch wichtiger? Diese Hochzeit oder eure Jobs? Ach, Ansgar, was soll nur aus dir werden? Du wirst noch größenwahnsinnig. Pass auf. Entschuldigt mich bitte. Mich ebenfalls. Tja. Auf den großen Tag. Wo bleibt er denn? Na, das war doch zu erwarten. Es ist schließlich sein großer Auftritt. Und dazu gehört, andere warten zu lassen. Einen wunderschönen guten Morgen. Mutter,
Da können wir jetzt hier anfangen. Guten Morgen. Wie einige von Ihnen schon gehört haben, werde ich meinen Posten als Geschäftsführerin der Lahnstein Holding räumen. Ich weiß, dass ich mir in der kurzen Zeit kein Profil verschaffen konnte. Es gab aber auch wenig zu verbessern. Denn meine Tochter Carla hat die Holding vorbildlich geleitet und sicher durch alle Gefahren gesteuert. Nichtsdestotrotz muss ich Ihnen mitteilen, dass ich mich dieser verantwortungsvollen Aufgabe leider nicht länger widmen kann. Ich habe mich entschlossen, die Geschäftsführung an meinen Sohn Ansgar abzutreten. Ja, meine Damen und Herren, wenn ich einen Moment um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten dürfte. Zunächst einmal möchte ich mich bei meiner Mutter für das mir entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken. Allerdings muss ich ihr auch widersprechen. Denn es gibt viel zu tun. Wir leben in schwierigen Zeiten und es macht keinen Sinn, die Augen länger davor zu verschließen. Insbesondere in Anbetracht der letzten Quartalszahlen halte ich es für dringend geboten, sämtliche Geschäftsbereiche auf ihre Rentabilität hin zu überprüfen. Und es wäre sicherlich unfair, Ihnen zu verschweigen, dass das für einige von Ihnen auch mit Opfern verbunden sein dürfte. Was für ein Einstand. Ich weiß zwar nicht, wo du hin willst, aber hier wartet Arbeit auf dich. Ich habe schon vor Wochen für heute Urlaub eingereicht. So, ich kann mich gar nicht erinnern, die genehmigt zu haben. Du bist so ein... Ich weiß, aber ich verlange auch gar nicht viel. Frankieren und zur Post bringen, aber plötzlich. Ach, und ich's vergesse. Der muss zur Bank. Dringend. Das schaffst du doch noch vor der Hochzeit, hm? Rebecca, bist du soweit? 1,5 Millionen auf Tanjas Konto. Das muss wahre Liebe sein. Tja, woher hast du plötzlich so viel Geld? Im Lotto gewonnen? Ach ja. Eher besteht wohl deine erste Amtshandlung darin, Gelder der Holding zu veruntreuen. Ach, Elisabeth, es reicht doch, wenn ich weiß, worum es geht. Aber wenn du Klarheit über die Zahlungsströme in der Holding haben möchtest, dann komm doch gleich in mein Büro. Ich habe eine Sitzung anberaumt. Mit den Abteilungsleitern. Ich werde da sein. Und was ist mit der Hochzeit? Ja, Rebecca, ich komme nach, sobald ich kann. Mach dir nichts draus. Elisabeths Abwesenheit werdet ihr sicherlich für ein Weilchen verschmerzen können. Ansgar, wir haben unsere Zeit nicht gestohlen. Ja. Wie ich vorhin bereits angedeutet habe, habe ich mich entschlossen, einige Veränderungen in der Firmenstruktur vorzunehmen. Er macht tatsächlich ernst. Was hast du denn gedacht? Und einige Entscheidungen sind bereits gefällt. Weinhandel und Spedition werden abgestoßen. Aber die Spedition... Schreibt noch keine roten Zahlen, ich weiß, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Das frei werdende Kapital können wir an anderer Stelle lukrativer investieren. Du kannst nicht. Und als nächstes habe ich mir vorgenommen, Lilly von Rath ausgiebig unter die Lupe zu nehmen. Ja, das war's. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Zustimmung. Ja, und wie es aussieht, sind wir doch noch rechtzeitig. Champagner. Champagner gibt's erst nach der Trauung. Ja, ist mir doch wurscht. Ich habe jetzt schon was zu feiern. Na hopp.
Sein erster Schwiegersohn. Mit dem zweiten dauert es aber noch ein paar Jährchen, bis Christina im heiratsfähigen Alter ist. Vorher bist du dran mit deiner Schwiegertochter. Ach, weißt du, ich lasse meiner kleinen Schwester gerne den Vortritt. Ja. Hey, was los? Komm. Ja, sofort. Wir müssen erst noch gratulieren. Dafür haben wir keine Zeit. Lydia, meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Danke. Dein Vater und Johannes wären sehr stolz auf dich. Herzlich willkommen in unserer Familie. Ich hoffe, dass du bei uns immer zu Hause bist. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Wie die Adligen früher den 10. Teil der Ernte ihrer Bauern einbehalten haben, so ist es heute unser Recht, an einem Abend im Jahr den 10. Teil der Luxusartikel zu verzehren, denen Überlagerung droht. Justus, 2 Fragen. Erstens, was wird das hier? Und zweitens, warum sind Sie da? Ich habe ihn doch für heute freigegeben, da die Herrschaften außer Haus sind. Ich bin noch eher privat hier. Ich bereite etwas für die Bedienstetenfeier vor. Eine Rede? Lassen Sie sich überraschen. Oder schauen Sie doch heute Nachmittag mal hier vorbei. Sie wissen doch, dass ich heute viel unterwegs bin. Versuchen Sie es einzurichten. Sie würden etwas verpassen. Diese kleine Feier ist doch mit der Herrschaft abgesprochen. In gewisser Weise. Entschuldigung, haben Sie noch Fin de Claire? Ich habe jetzt Feierabend. Hallo Schwiegermama. Amüsierst du dich? Bis gerade eben schon. Warum denn so übellaunig? Ach, freust du dich gar nicht, deine Lieblingsschwiegertochter zu sehen? Du fremdelst noch ein bisschen, aber weißt du was? Das legt sich. Im Personalraum kann Sophiachen wunderbar schlafen, du wirst sehen. Ich weiß nicht, eigentlich schläft sie um diese Uhrzeit nicht. Ach was, ich hole ihr noch was Süßes vom Buffet. Ja, versuch mal die Maracuja-Mousse, die mag sie ganz bestimmt. Darf ich mal? Ich habe gehört, die Maracuja-Mousse soll sehr gut sein. Ja? Hast du denn dann schon ein bisschen was für deinen Liebling Ansgar beiseite geschafft? War übrigens ein super Auftritt heute Morgen. Auftritt? Habe ich irgendwas verpasst? Stimmt, du warst ja gar nicht bei der Intronisation von Ansgar dabei. Das ist aber komisch. Carla drückt sich ein bisschen seltsam aus, findest du nicht? Mag sein. Allerdings hat es mich auch gewundert, dass Ansgar es vorgezogen hat, die offizielle Firmenübernahme ohne dich an seiner Seite anzutreten. Ansgar ohne mich. Soll das ein Witz sein? Wo steckt denn mein Göttergatte überhaupt? Was weiß ich? Vielleicht irgendwo in der Nähe von Frau Kepler? Ach, die Schnapsdrossel. Hat sie sich mal wieder daneben benommen? Ich finde, deine Überheblichkeit ist vollkommen fehl am Platz. Was weißt du denn schon? Auch wenn du dir einbildest, die Frau an Ansgars Seite zu sein, einen Platz in seinem Herzen wirst du nie haben. Ganz im Gegenteil zu ihr. Sie waren zu Hause?
Hallo? Ich höre es. Die kommen zurück. Sind Sie sicher? Ich glaube, Sie haben sich geirrt. Also, gesegnete Mahlzeit. Vielen Dank. Nicht zu fassen. Ist wie ausgestorben. Herrlich. Einmal im Jahr müssen wir uns auch mal was Gutes gönnen. Fräulein, es ist nur schade, dass Ihre Schwester heute nicht dabei ist. Na ja, Urlaub ist auch schön. Ja. Ah. Ein Jahrgangswein. Sie haben doch wohl nicht etwa... Den Weinkeller geplündert, wo denken Sie hin? Den hat uns Frau Mann für unsere Feier gestiftet. Eine gute Frau. Wenn uns jetzt die Herrschaft sehen könnte. Ja, was würde die wohl denken von uns? Wir wissen zwar so ziemlich alles über unsere Herrschaft, Oft mehr, als uns lieb ist. aber das bedeutet noch lange nicht, dass unsere Herrschaft alles von uns wissen muss. Auch das Brautpaar. Wir müssen rationalisieren. Das wirst selbst du verstehen, Elisabeth. Deiner guten Laune nach. Willst du Lili von Rath also wirklich abstoßen? Faszinierend, dass ich doch immer wieder die kleinen Leute unterschätze. Gib dir keine Mühe, Ansgar. Wenn du Lili von Rath schließt, dann werde ich ein neues Leben gründen. So. Und wie willst du das Ganze finanzieren? Auch für aussichtsreiche Geschäftsideen findet man immer einen Geldgeber. Ja, weißt du, es kommt natürlich auch schon drauf an, wer die Idee hat. Ohne die Lahnsteins bist du ein Nichts. Und mit einem Fingerschnipsen von mir fliegst du auch noch vom Schloss. Abwarten. Niemand fliegt hier raus, klar? Hey, je Brüderchen, willst du dich mal wieder in alles einmischen? Nee, in alles ganz bestimmt nicht. Aber bei dem Schwachsinn, den du hier gerade erzählst. Wenn das eine längere Moralpredigt wird, dann nehme ich schon mal auf dieser Truhe Platz und falte die Hände zur Buße. Tu das. Gründe genug dafür hast du ja. Zum letzten Mal, Ansgar, dass auch du es kapierst. Elisabeth ist Teil dieser Familie. Und sie kann hier wohnen, solange sie möchte. Ist das jetzt klar? Ja, also, wenn du das sagst, dann ist es wohl deine Meinung. Treib's nicht zu weit, Ansgar. Siehst du, Mutter, genau das habe ich gemeint. Du hättest nur ein paar Minuten früher kommen müssen. Ach, vorbei, nein. Das geht sicher gleich weiter, oder? Wir müssen nur ein bisschen warten. Ich weiß, aber trotzdem. Ansgar von Lahnstein setzt voll auf Gewinnmaximierung. So kann man es natürlich auch ausdrücken. Vor allem, wenn es sich um eine Zeitung der Holding handelt. Hör mal, ich ruf dich später zurück, ja? Vielleicht war es ja gar nicht, sondern einer seiner Mitarbeiter. Ach, das glaube ich nicht. Das hat er schon selbst gemacht. Der ist doch stolz drauf. Schon gelesen? Nein. Hat die Konzernspitze bekannt gegeben, dass zunächst die Spedition und der Weinhandel abgestoßen werden? Des Weiteren stehen zur Disposition das Modelabel Lili von Rath und weitere Tochterfirmen? Unglaublich, oder? Er macht seine Zerstückelungspläne gleich mal publik, damit es alle wissen. Er macht einfach so Vaters Lebenswerk kaputt. Ja. Er nutzt seine Macht voll aus. Aber das wird er nicht schaffen. Vater hat die Holding nicht umsonst so breit aufgestellt. Wir werden ihn schon irgendwie davon abhalten. Carla, ganz egal, was du vorhast, ich bin dabei. Jo, ich glaube nicht, dass du da irgendwas machen kannst. Du arbeitest doch nicht mal in der Holding. Glücklicher. Entschuldigt mich, ich muss los. Du weißt auch nicht, um was es geht? Nein, leider nicht. Na, hoffentlich gibt es keine neuen Hiobsbotschaften. Davon hatten wir in letzter Zeit genug. Was denn? Ich muss sagen, ich fand die Entwicklung in den letzten Wochen recht erfreulich. Dich hätte auch hergebeten. Ja, sonst wäre ich ja wohl kaum hier. Wo ich zugeben muss, ich habe das Ganze für ein Familientreffen gehalten. Na, wie man sich täuschen kann. Du hast auch schon auf besserem Niveau gestritten. Das stimmt, aber nicht mit dir, Elisabeth. Das wäre nun weiß Gott unter meinem Niveau. Übrigens ein ganz toller Zeitungsartikel.
Ja, ich war auch recht zufrieden. Ah, alle schon da? Ja. Und angemessen begrüßt haben wir uns auch schon. Schön. Dann können wir schnell zum Punkt kommen. Wie ihr alle wisst, gibt es in der Familie momentan starke Spannung und, wie soll ich sagen, Umbrüche. Momentan ist gut. Mehr als ohnehin schon, wenn du das meinst. Jedenfalls, ich vermisse Sarah. Und mir fällt ehrlich gesagt kein Grund mehr ein, warum ich noch länger hier bleiben sollte. Ja, vielleicht sollten wir abwechselnd Händchen halten. Ich werde euch verlassen. Ich werde zu Sarah nach Boston ziehen.